Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich möchte euch heute 2 Techniken zeigen, die ihr eventuell gebrauchen könntet für ein paar meiner kommenden Anleitungen. Ich habe nämlich mindestens 3, aber vielleicht wird es noch mehr, wenn mich das Streifenfieber noch nicht verlässt, mindestens 3 Projekte in Arbeit mit Streifen. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schön anzusehen, aber der Nachteil ist, dass man dann immer sehr viele Fäden zum Vernähen hat. Und ich möchte euch 2 Sachen zeigen, die ihr machen könnt, um das Vernähen von Tausenden von Fäden am Ende zu vermeiden. Und ich würde gerne anfangen mit dem Thema Einweben von Fäden. Das heißt, wenn ihr, wie jetzt hier bei dem Projekt, die Farbe wechseln wollt und die Farbe, mit der ihr bis eben gearbeitet habt, abtrennt und jetzt mit der neuen oder mit der zweiten Farbe wieder ansetzen wollt, könnt ihr beide Fäden, weil ihr habt ja dann, wenn der jetzt hier verknüpft wird, habt ihr sogar 2 Fäden, die übrig sind, die normalerweise am Ende dann vernäht werden müssten, könnt ihr die beim Stricken mit einweben. Jetzt fällt mir gerade auf, dass das natürlich sehr dunkle Wolle ist, aber ich hoffe, dass man das jetzt sehen kann, wenn ich das zeige. Also, ich mache das immer so, je nach Projekt. Ich habe zum Beispiel hier auch ein Tuch, wo ich das gemacht habe. Je nach Projekt, und hier ist es auch so, wenn am Anfang Zunahmen gemacht werden müssen, fange ich mit dem Einweben erst nach der Zunahme an. Also ich versuche nicht schon während der Zunahme den Faden mit einzuweben. Das finde ich persönlich ein bisschen umständlich. Also neuer Arbeitsfaden und der alte kommt nach hinten, damit das alles nicht so wackelig wird. So, und dann stricke ich erstmal den Anfang der neuen Reihe. Wie gesagt, das kann bei einem anderen Projekt entweder eine Randmasche sein oder eine Zunahme. Hier mache ich jetzt erstmal eine rechts und dann einen Umschlag. Das ist einfach ja gerade Teil des Designs, also der Tuchform. Und danach werde ich anfangen, den dunklen Faden mit einzuweben. So, also mit dem neuen Arbeitsfaden stricke ich rechts, mache den Umschlag. So, und ab hier werde ich jetzt zuallererst den dunklen Faden mit einweben. Und zwar steche ich jetzt in die nächste Masche ein, wie zum Rechtsstricken, habe jetzt hier meinen übrig gebliebenen Faden, gebe den von hinten einmal vorne rüber auf die Nadel, hole dann meinen Arbeitsfaden und gehe damit unter dem Faden hindurch und auch durch meine Masche. So, und wie gesagt, das ist jetzt halt leider gerade eine dunkle Farbe, aber ich glaube, man sieht es ganz gut, dass sich das jetzt hier so drüber gelegt hat. So, die nächste Masche stricke ich ganz normal rechts ab, ohne den Faden drüber zu schlingen. Bei der nächsten Masche mache ich es wieder genauso. Also ich steche ein, hole mir den übrig gebliebenen Faden, bringe den einmal von hinten nach vorne über die Nadel, hole den Arbeitsfaden und ziehe den unter beiden Maschen hindurch und hebe dann ab. Nächste Masche, wieder ganz normal rechts und dann wieder einweben. Also ich nenne es mal einweben, ich weiß nicht, ob das jetzt eine offizielle Bezeichnung ist, keine Ahnung. Aber für mich ist es so eine Art Einweben. Der wird also quasi bei jeder zweiten Masche mit eingestrickt, aber so, dass er hinten am Projekt entlang läuft. So. Was habe ich gesagt? Hier wird wieder eingewebt, also einstechen, den Faden, der übrig ist, drüber über die Nadel, Arbeitsfaden holen und ganz normal abstricken.
in diesem Rhythmus macht ihr das einfach jetzt ein paar Maschen. Ich weiß nicht, ich mache vielleicht immer so 10 bis 15 Maschen. So, und dann mache ich hier auch noch mal rum. Und ab hier stricke ich ganz normal weiter. Wie gesagt, in dem Fall hier rechte Maschen. Und das passt dann auch für das Einweben ganz gut. So, und jetzt versuche ich es mal von hinten zu zeigen. Jetzt habt ihr hier den Faden und seht, dass der hier mit lang gelaufen ist. Ne? Und so müsst ihr am Schluss, also vorne sieht man das nicht, also in der neuen Farbe ist das dann nicht sichtbar. Und somit müsst ihr dann am Schluss, wenn ihr mit dem Projekt fertig seid, die Fäden nicht alle einzeln einnähen oder vernähen dann. So, und ich mache es dann immer so, dass ich, nachdem ich das Tuch gewaschen und geblockt habe und sich das alles zurechtgezogen hat, weil da verändert sich ja oftmals noch hier die Spannung ein bisschen, dann schneide ich hier final ab. Also ich schneide das dann einfach dort ab, wo es rauskommt. Das würde ich aber empfehlen, nach dem Waschen zu machen, weil, wie gesagt, dann ja noch mal ein bisschen Bewegung drin ist. Genau, das ist die eine Sache. Jetzt haben wir ja hier noch den hellen Faden, mit dem wir gerade angesetzt haben. Und das mache ich dann in der nächsten Vorderseite ganz genauso. Also ich stricke jetzt einmal die Hinreihe, dann die Rückreihe. Und auf der nächsten Hinreihe, also auf der Vorderseite, werde ich den hier genauso einweben, wie gerade auch den dunklen Faden. Genau, und dann sind die beiden weg bis zum nächsten Wechsel. So, und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, Fäden, ja, dieses wahnsinnig häufige Vernähen von Fäden zu vermeiden, nämlich den Faden der zweiten, dritten, was auch immer, Farbe mitzuführen. Das kommt immer so ein bisschen aufs Projekt drauf an. Kommt, wie ich finde, auch drauf an, wie sichtbar am Ende das ist, also auch aufs Material ein bisschen. Ich habe es zum Beispiel bei dem Projekt hier nicht gemacht, sondern mich für die Methode von eben entschieden, weil wir werden jetzt nämlich gleich den einen Faden immer mitführen. Das heißt, er wird hier immer mit hochgezogen, sodass man hier dann wieder mit dem dunklen Garn weiter stricken kann, ohne das immer hier abzuschneiden, zu vernähen oder einzuweben, sodass man das immer hier mit bei hat. Und bei dem hellen Faden wäre es genauso. Beim schwarzen Abschnitt würde dann hier der helle Faden mitlaufen. Das finde ich persönlich bei dem Projekt gerade optisch nicht so schön, deswegen habe ich mich entschieden, die Fäden abzutrennen und sie einzuweben. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, beide Methoden so ein bisschen miteinander zu kombinieren. Das habe ich zum Beispiel bei diesem Projekt gemacht. Gucken, ob ich das jetzt hier gut zeigen kann. Also, hier habe ich mit 3 Farben gearbeitet. Und ich habe dieses Garn, das ist ein Mohair-Garn, ein ganz, ganz leichtes, und habe ich auch einfädig verstrickt. Hier, wenn dieser Abschnitt kam, habe ich den an der Seite mitgeführt. Wenn ich euch das jetzt hier zeige, dann sieht man das auch ein bisschen, aber so im Gesamtprojekt, finde ich, fällt das nicht so stark auf. Gerade auch von vorne finde ich das total in Ordnung. So, wenn man zum Beispiel hier um dieses Tuch noch einen Rand stricken würde, würde man das auch nicht sehen. Wäre also auch für den Fall, dass am Ende noch ein Rand drumherum kommt, eine gute Methode, um sich einfach dieses Abschneiden und Vernähen zu sparen. So, hier habe ich aber, wie gesagt, beides kombiniert. Ich habe diese Fäden, also von den Kontrastfarben, ich habe ja diese Kontrastfarbe und die habe ich abgeschnitten und eingewebt, so wie gerade gezeigt, und diese Farbe habe ich hier mitgeführt, sodass ich ich wollte gern vermeiden, dass ich dieses Garn auch noch mit einweben muss. Ja. So, und jetzt würde ich einmal das Einweben zeigen an dem anderen Projekt, was ich da zwar nicht mache, aber ich glaube, man wird das ganz gut sehen.
weil dafür sind nämlich die Farben ganz gut, dass man es einfach optisch ein bisschen besser sehen kann. Und auch hier ist es eigentlich eine relativ einfache Sache, wenn man das einmal verstanden hat, weil man im Prinzip die Fäden am Anfang eigentlich immer nur miteinander verkreuzen muss. Also hier bitte einmal vorstellen, dass ich das hier gar nicht abgeschnitten habe, sondern dass ich jetzt diese Farbe weiter mitführen möchte am Rand des Tuches. So, das heißt, ich möchte jetzt zwar mit einer neuen Farbe weiter stricken, ich führe aber die von eben genutzte Farbe mit, damit ich nicht abschneiden muss. So, und für die erste Reihe ja, ist es genauso wie eben. Hier das Garn einfach so ein bisschen festhalten und die erste Reihe erstmal stricken. Genau, das mache ich jetzt einmal und dann komme ich gleich nochmal wieder, um zu zeigen, wie es dann weitergeht. So, ich habe jetzt eine Hin- und eine Rückreihe gestrickt und jetzt ja, hängt der dunkle Faden ja noch hier unten, da wo er ja eben hängen geblieben ist. Und jetzt möchte ich ja, dass der Faden mit nach oben ins Projekt kommt. Und hier ist jetzt das ganz einfache Prinzip, dass diese beiden, also der dunkle und der helle, einfach einmal miteinander verkreuzt werden. Also ich lege mir jetzt einmal den dunklen über den hellen Faden und dann hole ich mir den hellen Faden wieder hier nach vorne als meinen Arbeitsfaden. So, und wenn ich den jetzt anziehe, dann könnt ihr schon sehen, dass der dunkle Faden sich mit anhebt. Ja? Und das machen wir jetzt auf jeder Vorderseite. Ich stricke jetzt wieder ganz normal nach Muster, eine Hin- und eine Rückreihe und dann zeige ich nochmal die, ja, ich würde sagen die nächsten 2, 3 Vorderseiten, damit ihr so ein bisschen seht, wie der Faden sich dann nach oben hin entwickelt. So, nächste Vorderseite. Also ich habe wieder meinen Faden, der mitkommen soll und meinen derzeitigen Arbeitsfaden. Komme jetzt also wieder mit dem Mitnehmfaden über den Arbeitsfaden drüber, hole mir den Arbeitsfaden nach vorne und wie gesagt, wenn ich den jetzt hier anziehe, dann sieht man, wie der dunkle Faden hier schön mit nach oben kommt. Aber man sieht natürlich auch, dass das auf jeden Fall sichtbar ist. Deswegen, ja, also wie gesagt, jetzt geht es ganz normal weiter im Muster. In meinem Fall rechte Maschen. Da das sehr sichtbar ist, müsst ihr einfach so ein bisschen nach ja, eurem Geschmack entscheiden oder ihr richtet euch nach der entsprechenden Anleitung. Wie gesagt, hier in diesem Projekt wollte ich persönlich das nicht, aber das kann ja jemand anderes ja schon wieder ganz anders empfinden. Es ist aber, wie gesagt, eine sehr schöne Methode, wenn es gut passt, um einfach diese ganze Vernäherei zu vermeiden. Ich mache jetzt hier mal kurze Reihen, damit ich gleich nochmal weiter zeigen kann. So, und jetzt bin ich wieder gerade fertig mit einer Rückreihe und habe jetzt meine Arbeit wieder hier auf der Vorderseite und werde jetzt wieder die Fäden miteinander verkreuzen. Also der dunkle kommt über den Arbeitsfaden rüber. Mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen Spannung drauf habe, damit man es besser sieht. Hier rüber. Dann kommt der Arbeitsfaden wieder nach oben. Und damit wird wieder weitergearbeitet. Genau, also ich denke, jetzt sieht man es ganz gut und ich habe es jetzt ein paar Mal gezeigt. Es ist im Prinzip ja nur eine Verkreuzung beider Fäden, damit dieser Faden hier an der Seite mitkommen kann. Ganz wichtige Empfehlung, die ich auf jeden Fall noch mitgeben kann, ist, macht das nicht so straff. Schaut einfach besonders am Ende der
Abschnitte, wenn ihr mit dem Verkreuzen an der Seite fertig seid und wieder zur nächsten Farbe übergeht, dass das hier nicht zu eng geworden ist. Also lieber ein bisschen lockerer lassen, weil ihr am Ende das Tuch ja noch spannen wollt und da einfach ja der Bewegungsspielraum dann noch da sein muss, weil wenn ihr hier sehr straff gespannte Fäden drin habt, dann wird das mit dem Spannen ein bisschen schwierig und habt eventuell das Problem, dass sich die Ränder dann einrollen und sich nicht richtig entfalten können. Ja, ich dachte, ich könnte das Video eventuell ein bisschen kürzer fassen, aber so ein bisschen was dazu gibt es anscheinend schon zu sagen. Ich hoffe, dass es trotzdem ja, hilfreich für euch war. Schaut einfach, was ihr gerne mögt. Vielleicht habt ihr auch Lust zu vernähen, das kann ja alles sein. Oder ihr kennt noch eine andere Methode. Ich wollte gerne einmal 2 Dinge zeigen, die eventuell hilfreich wären für die nächsten Anleitungen, die da kommen. Genau, und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Handarbeiten. Wir sehen uns dann ganz bald wieder. Ganz liebe Grüße.